Hallo zusammen. Diesen Sommer ist mir der Klimawandel beim Wandern so direkt bewusst geworden wie noch nie davor. Der Lago Bianco auf dem Bernina Pass ist fast leer, der Wasserfall Solidoux im Jura ist komplett trocken, der Rhein führt wenig Wasser und in den Ferien in der sächsischen Schweiz habe ich die Feuerwehr nach einem Waldbrand gesehen auf dem Nachhauseweg. Beim Wandern sind mir viele tote Bäume aufgefallen. Eine Woche später wurde die sächsische Schweiz gesperrt, da es zu einem weiteren, viel größeren Waldbrand gekommen ist. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, wie sind wir beim Wandern vom Klimawandel betroffen? In diesem Video gehe ich dieser Frage nach. Doch zuerst einige wichtige Grundlagen zum Klimawandel. Wetter ist das, was wir jeden Tag beobachten. Heute ein Hitzetag, morgen tiefere Temperaturen und bewölkt, einige Tage später ein Gewitter mit Starkregen und Hagel. Das Klima ist der Durchschnitt und die Häufigkeit über einen längeren Zeitraum. Sprich, ein heißer Sommer ist ein Wetterphänomen, kommen solche Hitzesommer aber immer häufiger vor, dann ist das Klimawandel. Die Schweiz ist von der Klimaerhitzung überdurchschnittlich betroffen. Die Durchschnittstemperatur ist in den letzten 150 Jahren um 2 Grad Celsius gestiegen, damit doppelt so stark wie global. Nun zu 8 Fakten, wie das Wandern in der Schweiz vom Klimawandel betroffen ist und in Zukunft noch stärker betroffen sein wird. Die extremen Niederschläge mit Gewitter und Hagel nehmen zu, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. An diesen Tagen sollte man besser nicht in den Bergen sein oder dann in einer geschützten Hütte. Unsere Gletscher schmelzen und nehmen pro Jahr um ca. 2% ab. Das kann zu größeren Gletscherspalten führen oder Steinschläge und damit zu Wanderwegen, die nicht mehr passierbar sind. 5% der Landesfläche in der Schweiz ist vom Permafrost bedeckt. Dieser taut im Sommer teilweise auf. Die sogenannte Auftauschschicht, welche nur im Winter gefroren ist, nimmt immer mehr zu. Das führt zu weniger stabilen Felsen, dadurch mehr Steinschläge und Felsstürze. So wie es beispielsweise 2017 in Bondo passiert ist, das durch einen riesigen Felssturz teilweise verschüttet wurde und einige Wanderer mit in den Tod gerissen hat. Oder der Felsabbruch 2019 am Matterhorn, welcher einen Bergführer mit Gas mitgerissen hat, an einer Stelle mit Fixseil. Die Mortalität von gewissen Bäumen, wie zum Beispiel der Fichte oder Buchen, nimmt bei trockenen und heißen Sommern zu. Zusätzlich verschärft der Borkenkäfer den Effekt, der sich bei solchen Bedingungen stärker ausbreitet. Auch Tannen sind davon betroffen, wenn es zu trocken ist. Tote Bäume sind weniger resistent gegen Stürme und Waldbrände. So versperrt eher mal ein toter Baum den Wanderweg und Waldbrände weiten sich schneller aus. Schneearme Winter und trockene Sommer können zu Wassermangel in den Bergen führen. Das kann zu trockenen Brunnen führen, was bedeutet, dass wir mehr Wasser bei unseren Wanderungen mittragen müssen. Es kann auch dazu führen, dass SAC-Hütten schließen müssen, wegen dem Wassermangel. Höhere Temperaturen führen zu einem höheren Wasserbedarf des menschlichen Körpers. Das heißt, man muss mehr Flüssigkeit zu sich nehmen und damit noch mehr Wasser mitschleppen, sofern nicht unterwegs nachgefüllt werden kann. Zecken breiten sich mehr aus und auch die von Zecken übertragenen Krankheiten wie Frühsommer, Meningoenzephalitis, kurz FSME und Lyme-Borreliose nehmen zu. FSME wird durch ein Virus übertragen und kann nicht behandelt werden. Man kann sich aber dagegen impfen lassen. Gegen eine Borreliose hilft Antibiotika. Der beste Schutz neben einer Impfung ist das Tragen langer Hosen und das Absuchen des Körpers nach der Wanderung. Auch Zeckensprays können helfen. Die Sendung Kassensturz hat dazu diesen Sommer Zeckensprays getestet. Ich stelle euch den Link dazu in die Beschreibung. Hat die Zecke schon gestochen, sollte man sie vollständig entfernen und die Stelle beobachten. Bildet sich ein roter Ring um die Einstichstelle, sollte man einen Arzt aufsuchen. Die asiatische Tigermücke, welche auch Krankheiten übertragen kann, wie zum Beispiel Dengue, könnte sich in der Schweiz ansiedeln. Im Tessin wurde sie schon nachgewiesen, jedoch ohne Krankheitsfälle. Was ist dir diesen Sommer speziell aufgefallen?
Schreibe es in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du den Kanal unterstützen willst und keine zukünftigen Videos mehr verpassen willst, darfst du gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Du findest mich auch auf Facebook und Instagram. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video. Euer Benjamin.